Es ist wie ein Déjà-vu oder vielmehr wie ein Albtraum. Die MeToo-Welle, ausgelöst durch die Skandale des Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein und des amerikanischen Investmentbankers Jeffrey Epstein, ist für viele noch sehr lebendig. Und jetzt rollt ein Tsunami auf Sean Combs alias Puff Daddy zu, in dem eine Anklage von mehr als 120 Betroffenen, darunter auch Minderjährigen, ihm verschiedenste Gewalttaten vorwirft. Aus diesem Video erfährst du die Skandalhintergründe und daraus 3 konkrete Beispiele, die Minderjährige rund um sexuellen Übergriff betrifft und vielleicht auch du durch Eltern oder andere Bezugspersonen schon mal erfahren musstest. Schau unbedingt bis zum Ende, weil auch konkrete Fallbeispiele und aktuelle Zahlen für Deutschland für dich mit dabei sind. Nun, wer ist denn dieser P. Diddy? Sean John Combs, auch bekannt unter den Pseudonymen Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Puffy, Swag, Love und Brother Love, ist ein US-amerikanischer Rapper, Musikproduzent und Unternehmer. Er besitzt die Modemarke Sean John und seit 2007 die Wodka-Marke Ciroc. Combs gilt als einer der bekanntesten US-amerikanischen Musiker und wurde vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2006 gewählt. Der heute 54-Jährige als Kind wuchs in Harlem in New York als Sohn einer alleinziehenden Mutter in einer Umgebung auf, die von Armut und Gewalt geprägt war. Sein Vater, ein Drogendealer, wurde ermordet, als Sean gerade einmal 2 Jahre alt war. Von da an spielte seine Mutter Janice Combs eine entscheidende Rolle in seiner Erziehung und Entwicklung, seiner Persönlichkeit, denn durch Janice Combs war es möglich, dass Diddy sehr früh mit Überschreitung sexueller Grenzen in Berührung kam. Aber dazu etwas später. Sean Combs also als Puff Daddy ist in einem Skandal jetzt verwickelt, der die Welt erschüttert. Denn die Anklagepunkte sind vielfältig und beinhalten von sexuellem und körperlichem Missbrauch und Belästigung über Menschenhandel, Missbrauch von Macht bis zur Nötigung, illegale Waffenbesitz, organisierte Kriminalität, alles. Und auch dann, wenn Berühmtheit und Millionen ihm zur Verfügung stehen, hilft es ihm dieses Mal nicht. Was sind eigentlich die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs? Im November 2023 reichte seine frühere Lebensgefährtin Cassie Klage gegen Combs ein. Sie behauptete, während ihrer 11-jährigen Beziehung geschlagen, sexuell missbraucht und vergewaltigt worden zu sein. Die Zivilklage wurde gleich gegen Zahlung eines unbekannten Geldbetrags eingestellt. Es folgte aber eine Klage einer Studentin der Syracuse University, die angab, dass Combs sie 1991 bereits betäubt und vergewaltigt habe. Die Klage wurde möglich, nachdem der Bundesstaat New York die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch ausgesetzt hatte. Combs trat in der Folge als Chef des Kabelfernsehnetzwerks Revolt zurück. Eine geplante Reality-Serie über Combs Familienleben namens Diddy Plus 7 wurde ebenfalls eingestellt. Es folgten 2 weitere Zivilklagen, wobei eines der Opfer zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war. Ja, und dann in diesem Jahr 2024 veröffentlichte CNN Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Combs 2016 Cassie in einem Hotelflur schlug. Combs gab dies zu und sagte, sein Verhalten tue ihm wirklich leid. Wenig später verklagte ihm das ehemalige Modell Crystal McKinney. Sie wirft Combs vor, sie mit Hilfe von Drogen betäubt und anschließend sexuell missbraucht zu haben. Sie ist damit die 7. Frau, die gegen Combs klagt. Im März 2024 wurden Immobilien von ihm in Los Angeles, New York und Miami, die mit Combs in Verbindung stehen, vom Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten durchsucht. Der FBI war vor Ort und die Bundesstaatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York ermittelt gegen ihn wegen Menschenhandels, sexueller Übergriffe, häuslicher Gewalt und organisierter Kriminalität.
Bundesagenten verhafteten Combs dann am 16. September 2024 in einer Hotellobby in New Yorker Stadtbezirk Manhattan wegen der durch die Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe. Eine Woche nach der Festnahme erhob eine weitere Frau wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung, Vergewaltigung und Zwangspornografie Zivilklage gegen Combs. Anfang Oktober 2024 teilte eine Anwaltskanzlei in Houston auf einer Pressekonferenz mit, dass sie 120 weitere mutmaßliche Opfer Combs vertrete, darunter 25 Minderjährige. Die Klienten seien zwischen 1991 und 2024 auf Partys des Musikers missbraucht worden. Die Kanzlei plane, innerhalb der nächsten 30 Tage in verschiedenen Bundesstaaten Klagen gegen Combs einzureichen. Seit Mitte September 2024 sitzt Puff Diddy im Metropolitan Detention Center Brooklyn in Untersuchungshaft und höchstwahrscheinlich wird er in ein paar Wochen am 4. November seinen 55. Geburtstag auch dort im Gefängnis verbringen. Dieser Skandal zieht nicht nur Sean Combs in den Strudel der Kontroversen, sondern bringt auch andere Prominente ins Rampenlicht. Namen wie Jennifer Lopez, die einstige Partnerin von Puff Diddy, der verstorbene Jeffrey Epstein, Usher, Jay-Z, Prince Harry, Leonardo DiCaprio oder Bruce Willis, aber auch der aktuell erneut nominierende Ex-Präsident Donald Trump, Ashton Kutcher, Justin Bieber, Beyoncé, Will Smith und sein Sohn Jaden Smith werden in Verbindung mit den Ereignissen genannt. Diese Verstrickungen erinnern an den berüchtigten Epstein-Skandal, der die MeToo-Welle nochmals aufleben ließ und bei dem geheime Partys und elitäre Netzwerke ans Licht kamen, die eine schockierende Dunkelheit unter der glamourösen Oberfläche verbargen. Die Organisation solcher Partys, bei denen es oft um Machtmissbrauch und Ausnutzung von Schwächeren ging, zieht Parallelen zwischen den Fällen von Epstein und P. Diddy. Es sind die Geschichten von Einfluss und Verschwiegenheit, die die Öffentlichkeit erschüttern und das Vertrauen in die vermeintlich glanzvolle Welt der Berühmten und Reichen untergraben. Diese privaten Zusammenkünfte, die einst als harmlose gesellschaftliche Veranstaltungen erschienen, tragen nun das Stigma der Unmoral und des Missbrauchs. Seine White Parties und Freak-Offs sind mittlerweile zu Synonymen für Exzesse und Grenzüberschreitungen geworden, die das Bild von Sean Combs nachhaltig beschädigen. In Deutschland wird das Thema des sexuellen Übergriffs mit ebenso großer Ernsthaftigkeit betrachtet. Ein sexueller Übergriff wird definiert als jede Handlung, die die sexuelle Selbstbestimmung einer Person verletzt. Dies umfasst nicht nur physische Gewalt oder Nötigung, sondern auch das Ausnutzen von Machtverhältnissen, um sexuelle Handlungen zu erzwingen oder zu erpressen. Auch das Erzeugen von Situationen, in denen ein Kind oder ein Erwachsener sexuelle Handlungen mit ansehen muss oder dazu gezwungen wird, fällt in diese Kategorie. In der Beziehung zwischen Eltern und Kind ist die Grenze des Erlaubten klar gezogen. Jegliche Handlung, die die Unschuld und Integrität eines Kindes gefährdet oder verletzt, überschreitet eine unantastbare Grenze. Und nun zu den 3 Grenzüberschreitungen bei Kindern in diesem Skandal. Die Mutter von P. Diddy arbeitete als Modell und Lehrerin und brachte ihre Partner mit nach Hause. Diddy hat dabei zugeschaut und als Kind bereits erlebt, wie seine Mutter Geschlechtsverkehr hatte. Das wird als klare Grenzüberschreitung und als schwerwiegendes Beispiel für einen sexuellen Übergriff im familiären Umfeld angesehen. Solche Handlungen können bei Kindern tiefe emotionale Narben hinterlassen und sind rechtlich sowie moralisch verwerflich. Manche behaupten, dass genau diese ersten Erfahrungen waren womöglich die Ideen für seine Veranstaltungen von Freak-Offs, wobei Menschen mit Kamera aufgezeichnet worden sind, ohne dass sie gewusst hätten. Ein persönliches Beispiel für dich. Auch ich und meine Schwester hatten solche Erfahrungen, als unsere Mutter bestimmte Partner mit nach Hause brachte. Es war schon spät Abend und wir schliefen alle im gleichen Raum. Es wurden auf ein Fauteuil ganz viele Kissen hochgetürmt, in der Hoffnung, dass wir Kinder weder wach werden noch etwas mitbekommen.
Wie soll ein Kind solche Stöhnen und komische Geräusche nicht mitbekommen, frage ich dich. Also merke dir, Nötigung von Minderjährigen und Erwachsenen ebenfalls, zum Zusehen beim Geschlechtsverkehr anderer, wie Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, über P. Diddy bereits ausgesagt hatte, gehören dazu. Ebenfalls Aufzeichnungen über P. Diddy und der damals erst 15 Jahre alten Justin Bieber lassen den gleichen Vorfall vermuten, als Diddy für Justin für 48 Stunden die Aufsichtspflicht übernahm und zu Party und Abhängen mit Mädchen einlud. Die zweite Art von Grenzüberschreitung bei Kindern in diesem Skandal ist es, wenn Kinder ungewollte Blicke und Beobachtungen, eindringliche Berührungen, Küsse und Ähnliches ertragen müssen, wobei sie nicht eingewilligt hatten. Ein Beispiel dafür ist es, wie es Will Smith mit seinem Sohn Jaden Smith in TV-Auftritten sogar regelmäßig tut, unter dem Motto „Ich liebe ihn halt und küsse ihn auf den Mund“, ist massive Grenzüberschreitung einzustufen, denn das Kind dies nicht will und dies auch nicht eingewilligt hat. Ein persönliches Beispiel für dich. Wenn du zum Beispiel zu Hause beim Duschen merkst, dass dich jemand beobachtet oder beim Umziehen stets jemand, ob das deine Mutter oder dein Vater ist, das ist egal. Aber Blicke und ungewollte Beobachtungen oder Berührungen oder auch an gewissen Körperteile und Bereiche von dir, Berührungen erleiden musst und ertragen musst, die für dich unangenehm sind und nicht willst, gehört zu sexualisierter Grenzüberschreitung. Die dritte Grenzüberschreitung bei Kindern in diesem Skandal ist das Zulassen oder sogar Fördern von missbräuchlichem Umfeld durch Eltern. Denn sowohl Justin Bieber als auch Jaden Smith, damals erst 15 bzw. 16 Jahre alt, wurden durch ihre eigenen Eltern in das Milieu eingeführt und durch ihre Erlaubnisse unter anderem an diesen Partys und Freak-Offs von P. Diddy teilgenommen. Auch hierzu habe ich für dich eine sehr persönliche Erfahrung und Beispiel für diese Grenzüberschreitung. Ich war gerade mal 18,5 und da ich sehr viele Jahre im Krankenhaus durch schwere Erkrankung verbracht habe, hatte ich die Partys und was das bedeutet, mit Jungs Beziehung einzugehen, komplett verpasst. Ich war auch noch Jungfrau. Mit meinem damals ersten Freund, der 3 Jahre älter war, und meiner Mutter haben wir einen Ausflug gehabt mit einer Übernachtung. Meine Mutter hatte so eingefädelt, dass ich mit diesem Mann zusammen im gleichen Bett übernachten musste. Mein gesamter Körper wehrte sich dagegen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Ich konnte mich damals gegenüber meiner Mutter noch nicht wehren und es gab nur dieses Bett. Und dieser Mann war natürlich überglücklich darüber, dass er mich die ganze Nacht über begrapschen kann, ohne dass irgendjemand was dagegen hat. Was ist jetzt die Fazit? Eltern haben die Verantwortung, die Grenzen ihrer Kinder zu respektieren und zu schützen. Das Überschreiten dieser Grenzen kann schwerwiegende psychologische und auch physiologische Folgen nach sich ziehen. Das Vertrauen und die Sicherheit eines Kindes zu missbrauchen, wird mit höchster rechtlicher und gesellschaftlicher Strenge verfolgt. Für viele Menschen, insbesondere für jene, die selbst Traumata erlebt haben, sind diese Enthüllungen ein schmerzhafter Rückgriff in eigene Erlebnisse. Sie erinnern daran, dass der Kampf um Gerechtigkeit und Heilung oft lang und schwierig ist. In Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 15.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Das Dunkelfeld ist aber um ein Vielfaches größer. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass bis zu 1 Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Das sind rund 1 bis 2 Kinder in jeder Schulklasse. Viele dieser Fälle gehen nicht in die Kriminalstatistik ein, weil sie nie zur Anzeige gebracht werden und bilden sich auch ansonsten nicht
im Hellfeld ab. Und jetzt bin ich äußerst gespannt auf deine Erfahrungen und Kommentare. Was denkst du? Ist P. Diddy eigentlich schuldig? Hat er etwas getan, was gegen Gesetz bzw. gegen Moral verstößt? Wie siehst du ihn als Mensch, als Persönlichkeit? Er hat auch Traumata erlebt, nicht wahr? Ist er dennoch ein Monster? Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und wenn du dein Abo hier lässt. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela. 'Cause it feels like home.